Er hat ihn einfach gesmashed. Er hat ihn einfach gesmashed. War das so geplant, dass er ihn Smashed, ja. einfach smashed? Das war geplant, dass er einfach reingeht und wegsmashed, Bruder. Das ist krass, wie oft passiert das, dass alles perfekt nach Plan läuft, vor allem nach 16 Sekunden. Ich sag dir ehrlich, passiert selten, aber in diesem Fall war es einfach Hamdullah perfekt. Ich würde sagen, unvergesslich, legendär und Smash würde ich das dritte Wort. Smash, genau. Prognose ist entweder mit einem K.O. oder über Distanz, aber Submission, Hauptsache ich gewinne. MMA kann man alles machen, Striking am Boden. Jetzt habe ich tatsächlich einen Boxkampf angesetzt gehabt, also neu angesetzt. Ihr seid tatsächlich die Ersten, die davon jetzt mitkriegen hier. Ich werde jetzt versuchen, nochmal wieder zu kämpfen. Tödlich, Bruder. Ja, ganz natürlich. Es können schlimme Dinge passieren. Ja, bei Kerim natürlich seine größte Stärke ist das Stand-Up. Der hat brutale Hände, brutale Kicks. Ja. Auf einmal wechselt er die Auslage und der Jab kommt mit der anderen Führhand. Auf einmal mit rechts. Du musst dich andersrum bewegen. Das ist die rechte Hand vorne hat und du normal Linksausleger bist, dann hast du hier zum Beispiel, ne? Hier zum Beispiel, mit der rechten direkt. Kerim ist ein sehr, sehr ruhiger Kämpfer. Er sucht nicht sofort den K.O. Er ist sehr intelligent und er kämpft auch sehr intelligent und schlägt nicht wild rein. Zack, fertig, sehr gut. Da hätte ich gedacht, dass er länger dauert, um ehrlich zu sein. Ich auch, tatsächlich. Ja, auch. das war jetzt wirklich Überraschung hoch 10. Und natürlich auch, also die einzigen zwei, die geschafft haben, mich im Leben überhaupt einmal K.O. zu schlagen, der Ilbay-Giga, den Lengal. Also da bin ich vorgespannt drauf, wer gewinnen wird. Und habe beide Fäuste gespürt. Und da ist einer, glaube ich, schon härter wie der andere. Ich werde nicht sagen, wer. Ich habe gerade sogar wirklich zum MMA gewechselt. Und mal schauen, vielleicht sehen wir uns nächstes Mal im Oktagon. Also es ist schon was ganz anderes. Also ich habe im Stand gar kein Problem mit keinem im MMA. Aber halt, wie du selbst sagst, Ringen ist mal was ganz anderes. Was geht ab, Fighters? Willkommen zu einem neuen Video. Und zwar heute mal zu einem Vlog. Denn wir befinden uns in Düsseldorf, in der Heimatstadt von Kerim Engizek und Tamerlan Dulatov, die heute bei Octagon 66 kämpfen werden und hoffentlich einen Sieg holen und ihre Bilanz nach oben treiben. Ich nehme euch ein bisschen mit. Wir gucken einfach, wen wir so erwischen, wen wir vor die Linse bekommen. Mal schauen, was wird. Was wird? Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Genießt es. Einschalten, abonnieren, liken, teilen. Zeigt den Freunden, was hier abgeht. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Peace out und let's go! Hier haben wir unseren ersten Star, nämlich, ich würde einfach sagen, stell dich gerne selber nochmal vor. Ja, hi, grüßt euch Leute, ich bin der Michael Degaschek oder halt der Dega. Hallo. Hi, grüß dich, schön, dass du Zeit gefunden hast. So, wir sind heute bei Octagon 66 in Düsseldorf. Hast du heute einen Favoritenkampf, den du heute unbedingt sehen möchtest? Ja, natürlich jetzt erstmal mein Kämpfer, der Wanderle, der eingesprungen gestern. Hat einen sau starken Gegner mit den Lom. Also höchster Respekt vor dem Gegner. Wird in meinen Augen ein krachergeiler Kampf. Und natürlich auch, also die einzigen zwei, die geschafft haben, mich im Leben überhaupt einmal K.O. zu schlagen. Der Ilbay-Giga, den Lengal. Also da bin ich vorgespannt drauf, wer gewinnen wird. Ja, mega. Hast du eine Prognose, wie die Kämpfe ungefähr ausfallen werden? Ja, natürlich hoffe ich mal, da ist unser Junge mitgegangen. Ist ja natürlich ganz normal, dass ich das hoffe. Was sein wird, wissen wir nicht.
Und Lenga gegen Ilbay habe ich so meinen Favoriten, weil ich habe ja beide gekämpft und ich habe beide Fäuste gespürt und da ist einer, glaube ich, schon härter wie der andere. Ich werde nicht sagen wer, aber ich kann danach sagen, ob es der richtige war. Aber ich habe einen im Kopf, wo ich sage, der wird gewinnen, glaube ich. Okay. Was ist so dein Wunsch-Knockout heute? Was für ein Wunsch-Knockout hast du heute, was du unbedingt heute sehen möchtest? Du eigentlich, wünsche Knockout, egal was für Knockout, Hauptsache gut. Hauptsache, dass der Junge, der wo Knockout geht, nicht verletzt wird. Das ist das Wichtigste. Und wenn es geht, natürlich, dass meiner durch K.O. gewinnt. Das wäre mein Wunsch, mein größter Wunsch. Welcher Kampf wird heute auf jeden Fall sehr gut sein oder genau das Gegenteil davon? Ich glaube mal, sehr, sehr gut. Richtig, glaube ich, nicht enttäuscht wird der Kampf vom Kerim Engizek. Weil wenn er rauskommt, wird die Halle beben, hier in der Heimat von euch. Werden die Leute durchdrehen. Und ein Kampf, der sehr, sehr gut werden kann und eventuell auch langweilig werden kann, ist eventuell Ilbay gegen Lengal. Weil beide sind sehr harte Striker, wenn die sich beide zu sehr respektieren, wird es ein langweiliger Kampf. Ja. Du hast ja gesagt, dass du schon von den beiden auch die Fäuste schon gespürt hast. So, würdest du nochmal gegen die kämpfen? Ich will sofort gegen beide kämpfen, das ist normal. Ist doch normal, das ist ein Kampf, das ist Tagesform, sag ich mal oft. Lengal habe ich angekündigt gehabt, ich habe ihn schon kurz vorm K.O. gehabt, der hat mich ausgenockt. Ilbay habe ich die ersten Minuten vom Kampf geführt, hat jeder gesehen, habe getickt und kontrolliert. Ich habe am Ende mich K.O. geschlagen, das ist eine Tagesform. Wie die mich K.O. geschlagen haben, hätte ich eventuell weitergeben, Gas geben können und mich K.O. schlagen können. Also bei uns, glaube ich, irgendwann so wirklich ein Tageslevel. Der Bessere an den Tag kann den Kampf gewinnen. Deswegen, und wir haben keine Angst, keiner vor keinem. Das glaube ich. Ich will jederzeit kämpfen, egal wer will, würde ich kämpfen. Gerade als Kämpfer auch die, ich sag mal so, die Eier zu haben, gegen diese Männer anzutreten. Respekt dafür. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Genieß auf jeden Fall den Abend und wir sehen uns dann auf jeden Fall. Super, danke, gell, Jungs von uns. Schaut alles über den Smash Brothers. Alles klar, ich danke dir, mein Bester. Gerne. Perfekt, ich danke dir. So, ich glaube für die, ja, das war's. Sie hat getappt, es wurde getappt. Damit ist der erste Kampf für heute bestritten mit einem Tap. Wahnsinn. Und da kam dann der Tap. Also der erste Kampf ist gerade fertig abgelaufen und zwar in der zweiten Runde mit einem Rear Naked Choke. Da kann man sehen, dass das Alter wirklich keine Rolle spielt. Also nochmal wie in unseren Folgen in dem Podcast vorher auch schon erwähnt. Wenn ihr mit Kampfsport anfangen wollt, ist egal wie alt ihr seid, sehe da das beste Beispiel. Guckt euch den Kampf nochmal an, wenn ihr ihn nicht gesehen habt. Wahnsinn, in der zweiten Runde. War schön, war sehr schön für ihr Alter. Now look at us, we rising up. You don't really know it, son. Me, I got something that I need to prove. I cannot lose, nah. Everything I do that really is news. You look confused, why? You are what you choosing to do. Me, I've been making the moves, paying my dues, getting this done with the fam. Y'all know that I am the dude. Bend that low, hit that high, got that hustle, got that drive. One more time, best alive. I want it all, everything mine. So, wie wir gerade gesehen haben, 16 Sekunden, bis Tamerlan seinen Gegner ausgechoked hat. Mit einer Guillotine. Krank, Alter. Wer hätte dir das live gesehen? Das war Wahnsinn. Komm mit. Ich bin gerade im Ring, da 16 Sekunden. Ich werde immer noch verrückt, wie schnell das ging. Also wir hatten theoretisch nicht mehr Zeit, die Kameras wirklich auszupacken und uns das anzugucken. Der ging aber sofort weg. Schlafen wir. I wanna lose, yeah, something to prove. You know that I wanna lose. Yeah, gonna leave this here. This right here gonna be that year. Yeah, that's too sincere. I don't really think I could be that clear. I'ma be right here, but y'all know that. Wanna feed my fist, try to hold me back. Y'all do that, try to hold me down. Karma is real and it's coming around. We done came for it all, and we ain't backing down, no. We rising up. We rising up. Yeah, now look it up. We rising up.
Hier haben wir eine nächste, weitere lebende Legende. Metin Engesek. So, willst du dich selber nochmal vorstellen? Hi Leute, ich bin Metin. Ich bin der Bruder von Kerim, also daher mehr bekannt. Ansonsten bin ich auch selber Metin. Und Metin, was sagst du? Wie ist dein Gefühl heute vom Event? 3 Worte das ist so zu Event geil. heute. Also erstmal, dass es in Düsseldorf ist, das ist so geil, hier zu Hause zu sein. Einfach hier, wir wohnen 10 Minuten von dem Ort hier entfernt, das war nie fast so. Und hier, ich kenne so viele Leute, so viele Gesichter auch aus der Stadt gekommen, alle zum Unterstützen. Ich freue mich. Das ist einfach mega. Kommst du eigentlich zur Ruhe, dadurch, wie du schon gesagt hast, du bist ja zu Hause? Nein, das wirklich nicht. Also wirklich, man kennt jeden. Und da kommt man wirklich nicht zur Ruhe. Okay, Leider tut mir auch leid, wenn ich zu wenig Zeit mir für jemanden nehme. Weil es ist wirklich ununterbrochen und dann Organisation, dies, das, ne? Und dann komme ich noch. Nein, das doch gerne. Auf welchen Kampf muss ich frage einfach mal, ist es wahrscheinlich offensichtlich. Ich freue mich am meisten auf Kerim natürlich. Auf Kerim. Was tippst du? Prognose? K.O. K.O.? Ja. Welche Runde? Vielleicht zweite Runde. Welcher Move? Faust. Faust? Rechte Faust, ja. Was sagst du so, wo siehst du Kerim am besten? Er kann ja... Ich sehe Kerim am besten im Stand-Up auf jeden Fall. Stand-Up, ja. Mit seinen Kicks, alles, der ist ein Allrounder. Ich denke nicht, dass der Kampf auf den Boden geht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich denke, dass das ein Striking-Kampf wird. Wie kommt's? War er immer früher schon ein Allrounder oder hat er sich dahin entwickelt? War nur ein Boxer, ganz normaler, klassischer Boxer, der hatte nie was mit Allrounding zu tun oder sonst irgendwie so. Und jetzt hat er sich dann mit seinen Kicks entwickelt, Knie, Ellenbogen, auf dem Boden auch sehr, sehr stark verbessert über die letzten Jahre. Also das hat er sich antrainiert. Kerim ist eigentlich ein ursprünglicher Boxer. Gerade mit Linksauslage, Rechtsauslage. Rechtsauslage, genau. Ich habe auch gesehen, bei dem Kampf gegen Kinzel, der hat immer wieder gewechselt, um den so ein bisschen zu verwirren. Kerim ist ein sehr, sehr ruhiger Kämpfer. Er sucht nicht sofort den K.O. Er ist sehr intelligent und er kämpft auch sehr intelligent und schlägt nicht wild rein. Und sucht den K.O. Ne? Also er zwingt er nicht, wenn er da ist, ist er da. Sehr schön. Was würdest du sagen, welcher Kampf könnte heute absolut episch werden oder eine absolute Enttäuschung? Absolut episch, absolute Enttäuschung. Tamik hat schon gewonnen, habe ich mich auch sehr gefreut. Wahnsinn. Sehr gut, hätte ich nicht gedacht. 15 Sekunden, zack, fertig, sehr gut. Da hätte ich gedacht, dass er länger dauert, um ehrlich zu sein. Ich auch, tatsächlich. Ja, das war jetzt wirklich Überraschung hoch 10. Und ja, ansonsten, ich glaube, Lom macht das, Dennis Ilbay. So, Metin, du hast doch wahrscheinlich schon von unserem Smash Brother Podcast gehört. Geil, ja. Hast dir bestimmt auch schon mal Folgen angeguckt? Alles, ja, klar. Alles. Ja. Also, genauso müsst ihr das machen, Leute da draußen. Kannst du dir, anders gefragt, hast du mal Bock in unseren Podcast zu kommen? Wir machen einen Podcast zu viert. Gerne, klar. Ja, auf jeden Fall. Auf welche Themen hättest du da auf jeden Fall Bock? Wir können über alles sprechen. Business, privat, alles. Oh, guck mal, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Alles. Dass wir irgendwann... Geschäftlich auch. Geschäftlich sogar. Da kann ich ein bisschen was reißen, aber mehr nicht. Da geht der Podcast auch in die Stunden dann, ne? Genau. Okay, letzte Frage. Dann auf jeden Fall halten wir das erstmal so fest, dass Metin Engesek irgendwann zu uns zum Podcast kommt. Deswegen schaltet auch in den nächsten Wochen ein. Den Kampf von Kerim, beschreibt den einmal noch in 3 Worten. Den jetzigen, der gleich kommt oder später kommt. Der wird sehr taktisch. Der wird nicht hastig oder so, sonst was. Der wird ruhig. Gibt es einen ruhigen Kämpfer. Und der wird intelligent. Intelligenz, sehr stark. Ja, auch sehr starkes Wort, intelligent. Das ist ja Kampfsport ist wie Schach, da ist Intelligenz ganz wichtig. Vielen lieben Dank, Metin. Hat mich sehr gefreut. Danke dir, ja. Ich freue mich. Und genieß deinen Abend auf jeden Fall. Danke für deine Zeit. Danke dir, ja. Ciao. Take on the world. We're gonna take on the world. Standing up tall. We gotta make it our own. No waiting around. Winners would never look down. No one can stop us. We got it. The future is right in our hands. Give it 100%. We're gonna take on the world. Aus der Tamerlan angerichtet. Ja, Mann, ne? Egal. Wir haben hier einen unserer Smash Brother und zwar unseren Islam Dulatov. Was geht ab, Islam? Wie ist die Stimmung heute? Wie geht's? Alles gut? Freut mich, dich wieder zu sehen. Stimmung ist super, wie du ja mitbekommen hast. Mein Bruder hat die Halle zum Leben gebracht. Gleich ist unser Bruder Kerim dran.
Und ja, man, inshallah, wenn er fertig ist, dann ist dieser Abend hier ein voller Erfolg für uns. Auf jeden Die Fall. Smash Brothers. Die Smash Brothers. Was hat Tamerlan angerichtet? Nach 16 Sekunden, das ist ja ein neuer Octagon-Rekord, Ja, richtig? richtig. Da hat er einfach gesmashed. Er hat ihn einfach gesmashed, Wie hast du ja, gehört? einfach gesmashed. War das so geplant, dass er ihn... Smashed, ja. Einfach smashed? Das war geplant, dass er einfach reingeht und wegsmashed, Bruder. Ja. Nein, aber Spaß beiseite. Mein Bruder hat seine linke Hand ja gebrochen. Ihr habt ja letztes Mal wahrscheinlich gesehen gehabt, als er bei uns im Podcast saß. Haben wir nicht verraten, aber seine linke Hand war gebrochen. Dementsprechend war vorne klar, wenn der Gegner... Ich wusste halt, dass der Gegner versuchen wird zu ringen. Dadurch, dass er halt mehr wog und halt diesen körperlichen Kräftevorteil hatte, habe ich zu meinem Bruder gesagt, er wird safe versuchen zu ringen, weil du bist größer, du bist länger, du hast die bessere Distanz. Das heißt, wenn er reingelaufen kommt, sofort zur Guillotine, weil er hat einen langen Hals für seine Körperstatur. Ich würde sagen, es ist perfekt gelaufen. Mein Bruder hat es genauso gemacht, wie wir geplant haben und ja. Das ist krass, wie oft passiert das, dass alles perfekt nach Plan läuft, vor allem nach 16 Sekunden. Ich sag dir ehrlich, passiert selten, aber in diesem Fall war es einfach Alhamdulillah perfekt. Heftig. Wie waren Tamerlans erste Worte nach dem Kampf? Er hat schon noch gefreut, weißt du, das war einfach nur so euphorisch rumschreien und alles drum, da kennst du doch. Ja, So muss man nach dem Sieg so. Das war also echt top. Was, wenn du den Abend in 3 Worten beschreiben könntest? Welche wären es? Unvergesslich, legendär und also bis jetzt ja noch nicht alles zu Ende, aber ich würde sagen unvergesslich, legendär und Smash würde ich das dritte Wort sagen. Smash, genau. Wen könntest du dir vorstellen, als nächsten Gast bei uns reinzuholen? Ja. Einen deiner anderen Brüder vielleicht? Vielleicht mein Bruder, ja. Mein Bruder Jibril wäre eine gute Alternative. Mein Bruder Slimbeck hat eine coole Geschichte zu erzählen. Also Freunde haben wir ja genug, die man auch reinholen könnte. Ne? Ich habe heute zum Beispiel einen guten Bruder von uns getroffen, den Arda habe ich getroffen. Ich habe heute Maduka getroffen, gute Freunde von mir, Fußballer, anderweitige Sportler, was auch immer. Man kann immer coole Jungs dazu und wir haben genug coole Freunde, die eine coole Geschichte haben zu erzählen. Und, Das stimmt. Ich glaube, warum gerade nicht? ihr als Kämpfer, ne, bei den Safe. Dulatovs haben wir letztens drüber geredet, dass ihr ja alle talentiert und Ja. diszipliniert seid. Ne? Gott sei Dank. So. Was sagst du zu Kerrems Kampf? Wie schätzt du den Kampf ein? Erste, spätestens zweite Runde Knockout. Zweite spätestens? Ja. Oh, haltet das fest, dann blenden wir das beim nächsten Mal ein. Zweite Runde geht der Knock. Und ja, was geht heute noch? Spätestens zweite. Spätestens zweite. Bruder, ich support jetzt noch den Kerem eigentlich. Hier, weißt du, er kämpft ja jetzt. Und dann kämpft aber Mali noch, ein guter Bruder von uns. David kämpft noch. Es sind viele gute Jungs von uns, die noch kämpfen. Und muss man alles supporten, weißt du? Ja, sehr schön. Was sagst du? Letzte Frage, Islam. Welcher Kampf könnte heute entweder absolut episch oder absolute Enttäuschung noch sein? Boah, Bruder. Hast du da irgendeinen Kampf Ich sag im dir Kopf? ehrlich, gerade aktuell keinen mehr, ja, weil die Jungs, die Kämpfe, die jetzt kommen, ich erwarte von allen fette Fights. Ja, okay. Ja, geil. Dann sehen wir uns vielleicht später nochmal. Vielen Safe, Dank. mein Bruder, danke Und dir. Du weißt immer wieder einschalten. Islam. Einschalten bei Smash Brothers, Kanal abonnieren, unterstützen, liken, teilen, was auch immer. Macht halt Dinge fertig, Leute. Wir gehen bald durch die Welt. Und Maschine. was wir auf jeden Fall auch sagen können, in den nächsten Podcast-Runden werden wir bestimmt nochmal exklusive Inhalte haben über Tamerlans Kampf, über Kerrems Kampf. Deswegen schaltet Ja, da ein. safe. Islam hat bestimmt noch ein bisschen mehr zu erzählen. Safe. Das wird auf jeden Fall richtig schwer, vertraut mir. Also ich muss sagen, auf den Kampf von Peñas gegen Zawada habe ich mich auf jeden Fall sehr gefreut. Gerade die Armlänge von Peñas ist gigantisch, also wirklich ein krasser Striker. Deswegen sind wir mal gespannt. Der kriegt auf jeden Fall gerade ein paar Dinger schön gegens Gesicht, aber da hält er gut gegen. Wenn du einmal rüberfilmen magst, schau mal, was da abgeht. Zawada versucht mehr in den Infight zu gehen, weil er weiß, die Distanz von Peñas ist enorm. Deswegen muss er in den Infight gehen und ihn vielleicht sogar noch auf den Boden bekommen.
So, jetzt haben wir einen weiteren Hochkaräter hier, Edmond. Schön, dass du da bist. Wie geht's mir besser? Wie geht's? Alles gut bei dir? Passt. So, du siehst das Event heute. Was sagst du, was kannst du in 3 Worten, wie könntest du das Event beschreiben? Atmosphäre, Spannung, Knockouts. Sehr schön. Was sagst du zum Kampf von Tamerlan? 16 Sekunden, Ja, ausgechoked. der Gegner, man hat gesehen im Stand-Up, war der nix. Also ich habe vorher das erste Mal auf dem Trailer das Schattenboxen von ihm gesehen. Da hat man sofort gesehen, okay, boxerisch ist der Typ nix. Dann habe ich mir gedacht, okay, der wird versuchen wahrscheinlich in den Bodenkampf zu gehen. Ja, hat er vielleicht nicht damit gerechnet, dass der Tamik so gut im Boden ist und direkt die Guillotine reingebracht hat. Und das war's, ne? Also Glückwunsch auf jeden Fall, sehr, sehr stark und war ein Statement bei seinem Debüt. Auf jeden Fall. Bei Octagon-Debüt. Vor allem Octagon, ich glaube, das ist, haben die gesagt, der Rekord bei Octagon. Nach 16 Sekunden. Kann sein, ja. Wahrscheinlich schnellste Submission, glaube ich, habe ich gehört. Ja, 15 genau. Sekunden oder so, ne? 16 Sekunden, genau. Okay. Also habe ich jetzt so mitbekommen. Später kämpft ja noch Kerim Engizek. Was sagst du? Prognose für seinen Kampf? Ja, hatten 10 Gegner auf jeden Fall, soweit ich das mitbekommen habe. Hat international schon einige Kämpfe bestritten. Erfahrung gesammelt, ist ein bisschen größer, länger als Kerim, wobei ich da jetzt eigentlich gar keine großartigen Probleme sehe. Ja, bei Kerim natürlich seine größte Stärke ist das Stand-Up. Der hat brutale Hände, brutale Kicks. Aber man hat auch in seinem letzten Kampf, im Titelkampf gegen Kinzel gesehen, dass er auch im Boden nicht mehr unerfahren ist und auch gegen den Champion bestehen kann, der eben dort eigentlich spezialisiert ist. Aber ich würde mir natürlich jetzt wünschen, dass Kerim heute mal wieder ein bisschen zeigt, wie viel Feuer hinter seinen Händen steckt und der Gegner eiskalt ausnockt. Ja, das stimmt. Ich habe auch mit seinem Bruder gesprochen, mit Metin gesagt. Der hat auch gesagt, ich habe gefragt, was seine Prognose, wer ihn ausnocken wird. Er hat gesagt, schön im Striking, dass er links, rechts. Was sagst du eigentlich dazu, dass er einfach beide auslagen? Du hast ja auch viel Sparring mit ihm gemacht, dass er beide auslagen kann. Du hast gesagt, er kommt mal oben, mal unten. So wie hat er sich über die letzten Jahre entwickelt? Du hast ja jetzt über die Jahre hinweg mit Kerim auch Sparring gemacht. Wie hat er sich so die letzten Jahre gemacht? Ja, ich denke halt, Kerim ist halt jetzt ein Allround-MMA-Fighter geworden. Vorher war er einfach ein richtig guter Boxer und jetzt über die Zeit hat er sich entwickelt. Jetzt ist er wirklich ein gestandener MMA-Fighter, der alles kann. Auch genau dasselbe Thema mit diesem ständigen Auslagenwechsel. Das ist immer so ein neuer Input, auf den sich der Gegner einstellen muss, ne? Das ist so, jedes Mal, wenn du dich gerade auf den Gegner eingestellt hast, wenn der Linksauslage steht, du denkst, okay, das Bewegungsmuster ist jetzt so. Jetzt kommt ein Jab mit der Fürhand, ne? Ja. Auf einmal wechselt er die Auslage und der Jab kommt mit der anderen Fürhand, auf einmal mit rechts. Du musst dich andersrum bewegen. Das ist immer wieder neuer Input und der Gegner hat es deutlich schwerer, sich selber im Kampf zu festigen und sein Tempo zu finden. Das stimmt. Was würdest du sagen, was ist die beste Technik, um dagegen anzugehen? Also was muss man lernen, um wirklich beide Auslagen als Konter zu beherrschen? Wenn du als Gegner gegen jemanden kämpfst... Genau, wenn du kämpfst jetzt gegen Kerim, du weißt, er kann beide Auslagen. Wie trainierst du, um genau, um da deine beste Defense zu haben? Du musst timingtechnisch so gut sein, dass du tatsächlich genau in dem Moment, in dem die Auslage gewechselt wird, sofort reingehst und reinfeuerst. Weil allein in diesem Moment, wo du die Auslage wechselst, du bist für einen Moment, auch wenn es ein kurzer Moment ist, wenn jemand gut ist, ist es ein sehr kurzer Moment, aber für diesen einen kurzen Moment kannst du gefühlt nichts anderes machen, als deine Beine zu wechseln. In diesem Moment musst du reinfeuern und es gibt so bestimmte Techniken, Taktiken, wie man gegen die gewisse Auslage dann vorangeht. Ja. Wenn einer dir zum Beispiel jetzt hier die rechte Hand vorne hat und du normal Linksausleger bist, dann hast du hier zum Beispiel, ne? Hier zum Beispiel, mit der rechten direkt kannst du an die Leber feuern, ne? Was du normalerweise nicht hast, wenn er in einer anderen Auslage steht, weil die Leber weiter hinten ist. Also es gibt viele Möglichkeiten, aber das ist alles immer Theorie. Ja. Theoretisch kann man viel erzählen, theoretisch kann man viel reden. Im Kampf, wenn der Typ vor dir steht und dir die ganze Zeit eine gegen die Birne haut, ist es nochmal ein ganz anderes Level, das tatsächlich umzusetzen. Ja, das stimmt. Vor allem viele vergessen ja auch, wenn sie im Ring stehen und wenn sie nicht im Ring stehen, einfach draußen ein bisschen Schattenboxen mit Sparring machen, dass das die Atmosphäre im Ring ist eine ganz andere. Also ich sag dir, ja auch viel. 50% von deiner Ausdauer, netto, weg. Ja. Sobald du in den Cage steigst, Zuschauer, die Luft ist anders, deine Aufregung ist anders, weißt du, das ist so, der Druck ist anders. 50% deiner Ausdauer ist weg. Ja. Deswegen, wenn du 3 Runden kämpfen willst, musst du eigentlich Ausdauer für 6 Runden haben im Training. Das ist wirklich, das ist Fakt. Das unterschätzen ja auch viele. Dann, wenn die im Ring stehen, sagen, boah, die Atmosphäre ist eine ganz andere auf einmal, ne? Also, Kondition im Kampfsport ist King. Das ist die absolute Nummer 1. Wenn es eine Sache gibt, die du wirklich haben solltest, ist es Kondition. Du kannst technisch der krasseste sein, du kannst die krasseste Power haben, alles Mögliche. Wenn die Luft einmal bei dir raus ist, alles vorbei, ist alles weg. Ist vorbei. Und das habe ich auch gemerkt, wenn du dann wirklich im Sparring bist und du hast keine Luft, du bist nur in der Doppeldeckung. Du versuchst eigentlich nur, du wartest bis die Ringglocke einfach läutet und dann bist du einfach raus, ne? Wie gesagt, wenn die Luft einmal weg ist. Also, es gibt viele Sportarten, wo du dir, sag ich mal, das erlauben kannst, konditionell vielleicht an dem Tag nicht so perfekt zu sein.
Im Fußball hast du 10 andere Kollegen, die dann ein bisschen über den Platz rennen und dir vielleicht ein bisschen Zeit verschaffen. Im Kampfsport, wenn ich sehe, dass du müde bist, ey, glaub mir, auch wenn ich selber müde bin, auf einmal habe ich so, wie als ob ich einen Cheatcode eingetippt habe, auf einmal habe ich mehr Kondition und dann baller ich los, weil ich sehe, du kannst nicht mehr. Ne? Wenn du mir das zeigst, das ist so ein Power-Up, auf einmal wie so ein Level-Up, du gehst rein und du feuerst, weil du weißt, jetzt noch ein bisschen nachsetzen und du brichst den Gegner. Ne? Auch deswegen, was noch wichtig ist, was die Leute unterschätzen im Kampfsport, Pokerface. Oh ja. Du musst ein Pokerface im Kampfsport haben. Du darfst dir niemals irgendwas anmerken lassen. Hart getroffen, Pokerface. Müde, Pokerface. Sobald du nur ein bisschen einen Riss in dieser Mauer, in deiner Rüstung dem Gegner darbietest, weiß er, wo er reinziehen muss und wo er dann losfeuern muss und dann nimmt er dich halt auseinander, ja? Ja, genau, das ist ja, wie du gerade gesagt hast, wenn du siehst, dass er müde ist und wenn du in dem Moment auch müde bist, aber so tust, als hättest du Power, dann ist der andere schon, dieses psychologische Spiel bist ja deutlich überlegender, ne? Ey, Psyche ist sowieso fast alles im Kampfsport. Das ist, wie gesagt, Kampfsport ist natürlich ein großer Teil körperlich, ja? Aber was noch viel, viel wichtiger ist, ist die Psyche, Mentalität. Und so Kleinigkeiten, wenn du weißt, okay, ich bin jetzt fitter als der Gegner und ich kann jetzt in der nächsten Runde mehr Gas geben, ey, das versetzt Berge, ja? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vielen Dank erstmal bis hierhin, Edmond. Auch wichtige Tipps für die Leute da draußen, die gerade mit Kampfsport anfangen, die unterschätzen das meistens dann auch. Hast du schon mal von unserem Podcast gehört, Smash Brothers Podcast? Natürlich habe ich das gehört. Wie könnte ich nicht? Wie könntest du nicht? Auf welchen Gast hättest du Bock? Anders gefragt, hättest du mal Bock bei uns vorbeizukommen? Selbstverständlich. Wenn die Einladung kommt, sage ich nicht nein. Dann zähle ich das mal als Einladung. Nächstes Mal oder irgendwann die nächsten Wochen kommt Edmond vorbei. Wir schnacken, greifen geile Themen auf. Und vielen lieben Dank bis hierhin, Edmond. Hat mich sehr gefreut. Und abonnieren, liken, kommentieren, ihr wisst Bescheid. Und schreibt, Edmond, komm her, damit ich komme. Genau, schreibt das am besten in die Kommentare, dann kommt er auf jeden Fall. Danke. Right now, we turning up the amps right now. Yeah, looking at the jams right now. Y'all know we can stand that ground. You been looking at the jam. That's the attitude. Got a little something that I gotta prove. From the bottom, we just doing what we gotta do. I put that crew on my shoulder, got a lot to lose. Yeah, going for that goalpost. Blowing through the red when the road closed. Y'all know we ain't quitting when we so close. And the victory is really what it's all for. Yeah, you looking at the champs right now. Turning up the amps right now. You looking at the champs right now. Y'all know we can stand that ground. You been looking at the champs. Yeah, I'm staying that ground. Yeah, y'all know you been looking at the champs. Yeah, staying ground, don't do it no cap. You been looking at the champs. Yeah, and y'all know you been looking at the champs. Yeah, I can do it. Hier haben wir einmal Kerim Engesek sitzen in seiner Kabine, wo er sich vorbereitet, mental, physisch auf seinen Kampf. Und ja, das ist jetzt exklusiv, dass wir ihn einmal gleich eine Frage stellen dürfen, weil er braucht seine Konzentration, damit er sich wirklich auf den Kampf auch fokussieren kann, um seinen Gegner dann dementsprechend auch auszunocken. My prediction was this fight. Genau so. It's a great. So, hier befinden wir uns exklusiv mit Kerim Engesek, unseren Smash Brother. Kerim, du kämpfst ja fast schon gleich. Wie ist deine Prognose für den Kampf? Natürlich, dass ich gewinne. Das ist für eine Frage. Die Prognose ist entweder mit einem K.O. oder über Distanz, aber Submission, Hauptsache ich gewinne. Und verletzungsfrei vor allem. Raus aus dem Kampf. Hoffentlich das. Wir haben vorhin deinen Bruder Metin schon gefragt und er hat gesagt, du wirst schön im Striking gewinnen. Stimmt du dem zu? Ja, schauen wir, MMA kann man alles machen. Striking am Boden, aber machen wir auf jeden Fall. Werden wir gleich sehen. Danke dir.
Glückwunsch erstmal zu deinem Sieg. Du bist eine Runde weiter im Tipsport Game Changer, nachdem du dir letztes Jahr den Titel geholt hast. Jetzt hat es vor deiner Heimatstadt doch noch geklappt. Versuch mal bitte in Worte zu fassen, was gerade in dir vorgeht. Warte, erstmal, ich muss meine Frisur checken, Alter. Aber ich auch aussehe wie ein Playboy, warte. So, jetzt geht's los. Auf jeden Fall, ja, ich habe mich gefreut. Also er ist wirklich stärker als der normale Gegner. Ich wollte unbedingt ihn. Er hat bei Bellator gekämpft, ist ein zäher Hund. Gib mal das Mikro. Ich fange jetzt an zu rappen hier. Nein. Erstmal, danke jeden Einzelnen, der gekommen ist, um mich hier zu supporten. Wirklich, ich weiß das zu schätzen. Bülent, mein Team, Aventu Islam, mein Bruder jetzt. Coach Anne, Max, Rashid, Metzen sowieso, Nejim. Danke auf jeden Fall. Und das Wichtigste, ne mutlu Türkiem diyene. Let's go! Meine Damen und Herren, das war Kerim Engizek. So, wir haben gewonnen, Friends. Der Kampf mit Kerim Engizek ist gerade vorbei. Der Kampf ging über 3 Runden und Kerim Engizek hat nach Punkten gewonnen. War ein sehr, sehr interessanter Kampf. Kerim Engizek hat ja selber gesagt, dass er ein zäher, obwohl er ihm starke Bomben gegeben hat, ist er stehen geblieben und musste auch dementsprechend aufpassen, dass er dann auch keine vom Gegner bekommt. Deswegen war ein sehr interessanter Kampf. Wer den nicht gesehen hat, guckt euch den auf jeden Fall an. Ich denke mal, auch in den nächsten Podcast-Runden wird Kerim nochmal exklusiv und ein bisschen intensiver über den Kampf sprechen. Und da werden wir auch gute Einblicke reinbekommen. Deswegen auf jeden Fall dranbleiben. Eigentlich frage ich immer, wobei die sind beide sehr gut aus. Okay. So, Fighters, wir haben hier unseren nächsten Hochkaräter und zwar den guten Jibril Dulatov. Der Frührentner und den Dulatovs. Der Frührentner. Ich wollte sowieso schon fragen, wie sieht es bei dir aus? Könntest du dir vorstellen, irgendwann wieder in den Ring zu steigen? Also ich muss sagen, heute hat hier eine Dame gekämpft, die war 48 Jahre alt. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, während der Zeit, wo ich jetzt versuche, mich von Verletzung zu erholen. Ich habe eine schwerwiegende Bandscheibenverletzung. Okay. Und das wissen auch eigentlich die meisten aus unserer Community zumindest. Jetzt habe ich tatsächlich einen Boxkampf angesetzt gehabt, also neu angesetzt. Ihr seid tatsächlich die Ersten, die davon jetzt mitkriegen hier. Ja, für April steht das schon fest, Gegner steht noch nicht fest. Ich werde jetzt versuchen, nochmal wieder zu kämpfen. Grundsätzlich versuche ich das jedes Jahr, aber eigentlich in MMA, aber da verletze ich mich ständig mit meiner Bandscheibe und komme nie dazu zu kämpfen. Jetzt habe ich gesagt, okay, dann backen wir kleine Brötchen, so dass ich weniger Rücken belaste und so nicht so viel ringen muss und grappeln. Dann mache ich erstmal Boxen, komme dann hoffentlich wieder rein und vielleicht seht ihr mich dann im April in Action. Boah, ich würde mich extrem freuen, Jibril wieder im Ring zu sehen, wie der da kämpft. Machst du das jetzt eigentlich dann in Zukunft aus Spaß oder willst du da nochmal richtig reinhauen? Pure Liebe zum Sport, also nicht wegen irgendwie, weil ich UFC-Champion werden will oder irgendwo ein Champion werden will. Ich liebe diesen Sport, ich muss das nicht machen, aber wir lieben alle den Sport und machen das. Deswegen, keiner hat mit dem Sport angefangen, weil der irgendwie Geld verdienen will oder weil der vor 20.000 Zuschauern kämpfen möchte oder so. Du kannst diesen Sport nur machen, wenn du den liebst. Wenn du für Fame oder für Geld oder irgendwas machst, dann ist das komplett falsch. Dann geh lieber, weiß ich. Das stimmt. Also es geht eigentlich für jeden Sport. Versuch irgendwo anders, ja. Deswegen, also ich liebe diesen Sport, ich möchte einfach nur kämpfen. So, das war's. Ich will nirgendwo, lasst mich auch nicht. Ich kann auch alleine vor 3, 4 Leuten kämpfen, alles gut. Es geht dir nur für dich selber einfach. Richtig, es ist einfach Liebe zum Sport. So, ja, das war's. Sehr schön. Smash, Brother. Aus Smash, da haben wir den nächsten Dulatov. Umzingelt von den Dulatov, da kriegst du ein bisschen Angst. Wir haben noch 2 Dulatov. So, noch 2 Dulatovs. Das machen meine Brüder. Wie viele Brüder hast du? Ich bin verwirrt. Dein Bruder hat gerade schon erzählt, dass er wieder in den Ring steigen will. Was hältst du davon? Ja, das ist eine gute Sache. Ich habe das schon seit Jahren gesagt, aber er will ja nicht auf mich hören. Und jetzt hast du der möchte mich mit 30% da reinschicken. Der sagt auch 30% bei mir reichen, aber ich bin so ein... Ich weiß ja, wie stark ich bin. Und ich weiß ja, wie stark er ist. Deswegen sage ich immer, bei ihm reichen auch 30%, deswegen kann er kämpfen. Und würde trotzdem 80% in Deutschland so weghauen. Deswegen, ja. Das typische Brüderliebe und Puscherei. Also, ich bin ein alter Mann, ich möchte einfach den Sport machen aus Liebe. Wir reden später drüber. Ich würde sagen 93. Was sagst du zum Kampf von Junge, Tamerlan? Ist ein Kind noch. 16 Sekunden? Ja, ich glaube, das ist jetzt Rekord, neuer Rekord. Und ja, ich bin unglaublich stolz. Es ist genauso abgelaufen, wie ich es mir gewünscht hätte. Nein, ich hätte mir das anders gewünscht, ne? So ein bisschen mit Action, mehr Action gestaltet. Ne? Aber es hätte auch, ja, ich sag mal so, in diesem Fall hätte es nicht besser laufen können. Das stimmt. Ich bin unglaublich stolz. Er ist auf grapplerisch auf sehr hohem Niveau. Respekt an den Gegner, der hat einfach nicht abgeklopft. Der hat einfach sich... Der schlafen gar nicht. Ja, also
Er hat groß geredet, aber dann hat er auch bis zum Schluss durchgezogen. Also Wie Habib damals gesagt hat, go sleep, ja, go sleep, ja, du muckst, ja, ja. aber warum? Dann geht auch auf Richtig. Schlaf, ne? Und der Junge, ich muss sagen, war mir unsympathisch, aber dadurch hat er wieder meine Sympathie gewonnen. Bewiesen, ne? Ja, Mann, absolut. Ja, war ein krasser Kampf. Was sagst du Kerims Kampf gerade? Über 3 Bruder, Minuten hinweg? Guck mal, Kerim hat mir den Rest gegeben und den ganzen Abend haben nur Freunde von uns gekämpft, ja. Also das hat mir wirklich, ein Fall hat mir besonders mein Herz gebrochen. Das ist ein guter Freund von mir, sehr starker Junge, der hat Kennedy Rayomba, der hat kurzfristig den Kampf angenommen, wirklich 24 Stunden vorher, musste dann mit Stress, Gewicht, der war alleine bei der Waage und so, weißt du, das ist eine unnormale Umstellung, weißt du. Ja, klar. Und der hat gegen einen sehr starken Mann gekämpft und du weißt, wenn du viel Gewicht machst, das wissen die meisten nicht, bist du immer noch in kurzer Zeit plötzlich auf einmal auf Kampf dich umzustellen und viel Gewicht zu machen, das ist so tödlich, Bruder. Ja, Ganz natürlich. wirklich, es können schlimme Dinge passieren und du hast da im Kampf vielleicht gesehen, der hat einen Schlag einfach nur gekriegt, ist sofort K.O. gegangen. Kam sofort auch zu sich wieder, Gott sei Dank, aber du bist halt anfällig dann. Ja, natürlich. Ich meine, Viel du quälst dich anfälliger in als der sonst. Sand. Islam ist das ja damals passiert, der ist zwar nicht K.O. gegangen, aber der konnte nach 2 Minuten nicht mehr auf den Beinen stehen, bei seinem ersten Profikampf. Ja. Genau aus diesem Grund, weil der dehydriert ist. Weißt du? Aber dafür hat er es danach richtig gemacht und seine ganzen Finishes in der ersten Ja, Runde, Gott sei ne? Dank, dann ist er auf Ja, 2 genau. Gewichtsklassen höher gegangen. Ja. So, Dann ja. muss er, dass das genau seine richtige Gewichtsklasse ist. Deswegen, ich empfehle jedem, bleibt in einer guten Gewichtsklasse, versucht diese Gewichtsvorteile nicht nutzen zu wollen, weil am Ende werden die euch zum Verhängnis früher oder später. Ich kenne viele Leute, auf Dauer ist das ungesund. Ja. Und meistens bei 100%. großen Gewichtsunterschieden landet man im Krankenhaus. Ja, das stimmt. Gerade diese ganze Karterei und sowas, ne? Ja, absolut. Letzte Frage, Jibril. Podcast, dein Podcast deiner Brüder, deines Bruders, Islam, kannst du dir irgendwann vorstellen, auch dabei zu sein? Selbstverständlich, Bruder. So, wir sind alle da dabei jederzeit, also gar keine Frage. Ich freue mich übertrieben drüber. Der Kerim ist auch wie Familienmitglied von uns. Also, ne? Ja, sehr schön. Schöne Sache. Dann kann ich jetzt auf jeden Fall sagen, das ist eine offizielle Einladung, dass Jibril zu uns, ne Islam? Ja, genau. Dass Jibril zu uns in den Podcast kommt. Dabei. Vielen lieben Dank, Jibril. Ich danke dir. Danke für deine Zeit. Hat mich sehr Danke dir, gefreut. Vielen Peace Dank. out. Ciao, ciao. So, Fighters, wir können immer wieder auf die Homepage verweisen, auf www.smashbrotherpodcast.de. Dort könnt ihr immer wieder an einem Gewinnspiel teilnehmen und verschiedene Sachen gewinnen. Ein Meet and Greet, vielleicht ein Ticket, signierte Handschuhe, es könnte alles dabei sein. Alles, was ihr machen müsst, ist ganz einfach. Gebt euren Namen ein, eure E-Mail-Adresse und schon nehmt ihr an diesen Gewinnspielen teil. Wir wünschen euch viel Erfolg und würden uns über jeden Gewinner freuen. So, hier haben wir unseren nächsten Mann. Möchtest du dich einmal gerne vorstellen? Hi, ich bin der Armin, 25 Jahre alt, Profiboxer. Profiboxer, ja, wir haben schon einige Kämpfe von dir gesehen. Wann steht dein nächster Kampf an? Also demnächst, ich bin gerade in der Vorbereitung. Ich habe gerade sogar wirklich zum MMA gewechselt. Und mal schauen, vielleicht sehen wir uns nächstes Mal im Oktagon. Geil, wie kam der Wechsel zu MMA? Ich weiß nicht, ich hatte schon immer die Liebe, bevor ich mit dem Boxen angefangen habe ich mit dem MMA angefangen. Aber dann hat in der Nähe ein Boxstudio aufgemacht, deswegen bin ich da hingegangen, als ich klein war. Aber also die Liebe war schon immer da. Und jetzt der große Hype um MMA. Meine ganzen Jungs machen MMA, deswegen bin ich jetzt auch dabei. Ja, geil. Wie ist das bei dir mit Bodenkampf? Weil Boxen bist du eigentlich nur dieses bisschen, also was heißt tanzen? Tanzen, Boxen Ja. ist wie tanzen, ist Genau, wie Schachspiel, wie ist halt tanzen. Schachspiel, ja. Genau, aber jetzt geht's richtig ins Grappling, Boden, Submission und alles. Wie ist das für dich so? Also es ist schon was ganz anderes. Also ich habe im Stand gar kein Problem mit keinem im MMA. Aber halt, wie du selbst sagst, Ringen ist mal was ganz anderes. Leute starten. Und wie das manchmal so ist, fällt auch hier die Technik einfach mal so aus dem Nichts, hat das Mikrofon einfach seinen Geist aufgegeben. Armin, mein Bester, es tut mir offiziell hiermit leid, dass das passiert ist. Er hatte ganz gute Messages und Infos mitzugeben, ganz coole Motivationssprüche und eine gute Analyse für Kerims Kampf, aber das war leider nicht mehr zu hören. Als Entschuldigung, Armin, weißt du doch, wenn sich eine Tür schließt, öffnen sich 2 neue. Wir laden dich als Smashbrother offiziell zu unserem Podcast ein und dann können wir über die Themen sprechen, wo wir jetzt nur 2-3 Minuten drüber geredet haben, in einer ganzen Podcast-Folge über eine Stunde, und da können wir die ganzen Themen nochmal weitgehender aufgreifen. Und wir sehen uns bald wieder. Peace out. So, Fighters, das war's mit dem Event. Heute, wie ihr gesehen habt, hatten wir ein paar, wie ich immer sage, Hochkaräter, ein paar interessante Menschen vor der Linse gehabt. Ich hoffe, ihr hattet ein geiles Event. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt es gerne in die Kommentare. Schreibt auf jeden Fall auch, wen ihr gerne im Podcast gesehen hättet. Ich kann immer wieder sagen, schaltet die Folgen davor ein, guckt, was für Messages wir haben, guckt, was für Leute wir haben. Und ihr habt ja gesehen, dass ich schon ein paar Leute eingeladen habe, die mittlerweile auch zugesagt haben. Edmond, Jibril,
Ich glaube, in den nächsten Wochen werden interessante Gäste kommen und vor allem auch, weil auch gerade mit Kerim für den Kampf heute wird er wahrscheinlich nochmal exklusiv erzählen, wie die Runden abgelaufen sind. Ich glaube, da kriegen wir nochmal Einblicke, die ihr so sonst nirgends bekommt. Deswegen schön, dass ihr da wart und ich kann immer nochmal sagen, teilen, liken, abonnieren und auf jeden Fall beim nächsten Mal einschalten. Eure Smash Brothers. Peace out. Bah.